Ich vermisste Frank mittlerweile so sehr, dass es wehtat. Er schickte mir Kassetten, auf denen er erzählte, wie es ihm in Saudi-Arabien ging. Oft ließ er den Rekorder laufen, wenn er unterwegs im Hafen war. Ich bekam eine Gänsehaut, wenn ich den weichen, kehligen Klang der Sprache der Einheimischen hörte und bewunderte ihn, weil er scheinbar gut in dem fremden Land zurechtkam. Aber die Zeit verging und das Visum ließ auf sich warten. 40 Passfotos hatte ich abliefern müssen, für Passierscheine und verschiedene Einreiseformulare, die ich brauchen würde. Meine Pockenimpfung wurde aufgefrischt, aber da sie als Kind nicht richtig angeschlagen hatte, bekam ich hohes Fieber und unter der Achselhöhle bildete sich eine faustgroße Geschwulst. Schließlich ließen die Beschwerden nach. Mittlerweile waren 3 Monate vergangen. Es war Mai und nichts war geschehen. Ich hatte das Auto verkauft, aber wartete und wartete noch immer auf meine Ausreise. Schließlich hielt es Frank nicht mehr länger aus und setzte sich in den nächsten Flieger, um sich selbst um mein Visum zu kümmern. Als ich ihn am Flughafen abholte, erkannte ich ihn kaum wieder. Er hatte sich ein Bart stehen lassen. Braun gebrannt und selbstsicher schloss er mich strahlend in die Arme. Saudi-Arabien bekam ihm sichtlich gut. Du kannst nach deiner Ankunft sofort den Kindergarten im Camp übernehmen. Wir haben bald jede Menge Kinder da. Ich habe schon alles mit der Bauleitung abgesprochen. Durch Franks Einsatz auf der saudi-arabischen Botschaft in Bonn bekam ich nach nur wenigen Tagen den notwendigen Stempel in meinen Pass. Und bald darauf saß ich aufgeregt im Flugzeug und verdrängte die Gedanken an die Tränen meiner Eltern beim Abschied. Ich trug ein wadenlanges, khakifarbenes Kleid, hochhackige Leinenstiefel und einen Strohhut mit Lederband um den Hals. So waren halt meine Vorstellungen von einem Wüstenland. Als das Essen serviert wurde, schaute ich sprachlos auf das frittierte Hähnchen, in dem ein großes Schild mit einem durchgestrichenen Schwein steckte. Das ist ja wohl nicht zu übersehen, dass das Geflügel ist, sagte ich. Aber Frank meinte, trink noch ein Glas Wein, bald gibt es nur noch Selbstgemachten. Und wirklich kaum hatten wir die Grenze nach Saudi-Arabien überflogen, wurde der Alkohol verschlossen. Die Atmosphäre an Bord veränderte sich. Araberinnen, zuvor in westlicher Kleidung, die noch interessiert in Magazinen geblättert hatten, kamen plötzlich tief verschleiert von der Toilette zurück. Nach 8 Stunden Flugzeit landeten wir am Persischen Golf. Durch die 2 Stunden Zeitverschiebung nach vorn war es kurz vor Mitternacht. Als ich aus der Maschine stieg, wurde ich von der draußen herrschenden Schwüle regelrecht erdrückt. Ich fühlte mich, als habe man mir heiße, nasse Laken um meinen Körper gewickelt. Die Luftfeuchtigkeit am Persischen Golf beträgt fast 100%. Das Flugfeld lag wie in einer Waschküche, in feuchtem, heißem Nebel. Und als wir die Halle betraten, erwiesen sich meine Stiefel als völlig fehl am Platz. Das viel zu dicke Kleid klebte an meinem Körper und den Sonnenhut hatte ich im Flugzeug liegen lassen. Langsam, mit unendlicher Geduld, schoben sich die Passagiere in Richtung Rollbänder. Eine ungewohnte Ruhe überkam mich. Die Aufregung des Fluges lag hinter mir und ich staunte über die Gelassenheit, die in der Menschenmenge herrschte. Als wir schließlich mit unserem Gepäck am Zoll ankamen, wurden wir gründlich durchsucht. Sämtliche Koffer mussten geöffnet werden, wobei der Zöllner im ruhigen Ton Fragen stellte. Meine ölgetränkten Wattepads, die ich zum Entfernen der Wimpertusche im Koffer hatte, waren ihm unbekannt und er roch kritisch daran. Aber Frank, der zu meiner großen Überraschung schon ein paar Brocken Arabisch sprach, erklärte ihm geduldig und mit vielen Handbewegungen den Inhalt. Schließlich malte der Mann mit Kreide arabische Zeichen auf den Koffer und wir durften den Zoll passieren. Kurz darauf standen wir in der großen Halle des drückend heißen Flughafens, aber es war niemand da, der uns abholte. Um uns herum ein Gedränge von Männern in langen weißen Hemden mit um den Kopf geschlungenen weiß-roten Tüchern. Nur Männer. Dazwischen ein paar tief verschleierte Frauen, die wie schwarze Raben aussahen. Als ich mein Kleid über die Knie hinauf bis zu den Schenkeln schob, um ein bisschen Luft zu spüren, zerrte Frank es hastig herunter und zischte, du bist hier nicht in Europa. Ich war völlig durchgeschwitzt. Ich hatte nur einen Wunsch, Mineralwasser. Aber das gab es nicht. Schließlich drückte Frank mir ein Döschen sirupartigen Birnensaft in die Hand und meinte, was anderes gibt's hier nicht. Ich habe lange darüber nachgedacht. Zuerst habe ich mich dagegen gewehrt, aber ich musste begreifen, dass mich dieser Satz nicht all die Jahre begleiten würde. Der Satz, was anderes gibt es nicht. Und ich habe es akzeptiert. Hallo meine Lieben, ich hoffe, euch gefällt meine Geschichte.
Also fleißig abonnieren und auch die Glocke nicht vergessen. Dankeschön. Ich verspreche euch, es wird noch sehr spannend.